Du hast dir wunderschöne Buntstifte gegönnt und jetzt? Die Farben sind traumhaft, aber das Blenden klappt einfach nicht so, wie du dir das vorstellst, dann bleib dran. Hi, ich bin Regina von No Paint No Gain und ich zeige dir heute meine 4 liebsten Techniken, wie das Blenden mit Buntstiften endlich klappt. Plus eine kleine Farbenlehre, damit du auch verstehst, welche Farben gut miteinander funktionieren. Das spart dir Frust und gibt dir direkt Ergebnisse, auf die du stolz sein kannst. Dafür habe ich dir meine 3 Lieblingsfarben rausgesucht und die Materialien, die wir zum Blenden benutzen können. Am Ende zeige ich dir anhand dieses Ausmalbuches, wie du die Techniken in der Praxis nutzen kannst. Also bleib dran. Technik Nummer 1: das Blenden in Schichten. Die sauberste Methode ist auch die zeitintensivste, aber sie funktioniert mit jedem Stiftset. Du brauchst nur deine Stifte und ein wenig Geduld. Eventuell auch ein bisschen mehr Geduld. Im ersten Schritt malst du dünne Schichten mit deinen 2 Hauptfarben. Diese überlappen sich in der Mitte ein wenig. Hier entsteht gleich nach und nach ein Übergang. Um die Schichten so leicht wie möglich malen zu können, halte den Stift am besten so. Damit kannst du weniger Druck auf das Papier ausüben und besser malen. Die perfekte Basis. Die dritte Farbe malst du in die Mitte, um einen sanfteren Übergang zwischen den Farben zu bekommen. Genaueres dazu gleich mehr in meiner Mini-Farbenlehre. Beim Malen der letzten Schicht drückst du etwas stärker auf. Damit glättest du die raue Oberfläche des Papiers und dein Übergang wirkt schön glatt. Wenn es schneller gehen darf, diese Methode nutzt einen Papierwischer. Alternativ kannst du auch einfach deinen Finger benutzen. Ich bevorzuge den Wischer, weil du damit viel präziser arbeitest. Mit einem dreckigen Finger ist die Gefahr außerdem höher, dass du dein Bild verschmierst. Mit dem Papierstift wischst du über die Übergänge. Damit verteilst du die Pigmente und versiegelst die Oberfläche durch den Druck. Den Papierstift kannst du dann mit einem Stück Sandpapier sauber machen. Kleiner Tipp, wenn du kein Sandpapier hast, eine Nagelfeile tut's auch. Du willst weichere Übergänge und einen pastelligeren Look, dann ist diese Technik etwas für dich. Der weiße Stift mischt die Farben sanft ineinander und hält sie gleichzeitig etwas auf. Mit dem Colorless Blender funktioniert es ähnlich wie mit dem weißen Stift. Nur bleibt die Farbsättigung erhalten. Perfekt, wenn du intensivere Farben liebst. Machen wir weiter mit ganz grob angeschnittener Farbenlehre. Ich versuche mich möglichst kurz zu halten, weil das Thema alleine locker Stoff für ein komplettes Video wäre. Aber ich finde es schon wichtig, so grundlegende Dinge zu wissen, damit man selber seine eigenen Farben aussuchen kann. Grundsätzlich gilt, je näher die beiden Farben sich im Farbkreis sind, desto leichter und weicher lassen sie sich verblenden. Nimmst du zum Beispiel 2 verschiedene Blautöne, sieht man den Übergang kaum. Nimmst du aber 2 Komplementärfarben, also Farben, die auf dem Farbkreis gegenüberliegen, ist es eher schwer, die 2 Farben gut zu verblenden. Erinnerst du dich noch daran, dass ich 3 Farben genommen habe? Der Grund dafür war, dass das Rosa, zu dem ich hin wollte, eher ein Rot-Violett ist, was ich zu dem Blau verblenden wollte. Nutze ich ein kühleres Violett, was näher am Blau liegt, kann ich damit den Übergang etwas weicher machen. Willst du also Farben verblenden, die auf dem Farbkreis weit auseinander liegen, dann wird der Übergang weicher, je mehr Farben auf dem Weg dahin du benutzt. In welche Richtung du dabei im Farbkreis gehst, ist dir überlassen. Und zum Schluss zeige ich dir im Malbuch Small Victories von Johanna Basford, wie du diese 4 Techniken praktisch umsetzen kannst. Und während ich alle 4 Techniken in diesen leckeren Cupcakes nutze, erzähle ich noch ein bisschen, was ich in letzter Zeit für Erfahrungen mit Farbe gemacht habe beim Ausmalen. Für solche Übungen liebe ich Malbücher sehr. Ich kann mich ja ausleben, ohne meine eigenen Zeichnungen zu ruinieren. Das gibt mir sehr viel Freiheit, aus meiner Komfortzone herauszukommen und Farben zu benutzen, die ich sonst eher weniger nutze. Für diesen Pilz hier habe ich eine Farbpalette auf Pinterest rausgesucht und nur diese 5 Farben benutzt. Ich finde das sehr befreiend, wenn ich weniger Auswahl habe, weil ich nicht so überwältigt werde am Anfang. Dann wird so ein Pilz eben auch mal blau oder lila. Und ich finde, genau diese Experimente machen Kunst so spannend und jedes Bild am Ende einzigartig. Welcher Stil passt zu dir? Schreib's mir in die Kommentare und wenn du deine Bilder auf Instagram teilst, dann markiere mich gerne. Ich würde mich freuen, deine Fortschritte zu sehen. Und wenn du tiefer einsteigen willst, dann habe ich in Zukunft viele Tipps und Anleitungen für dich. Also Kanal abonnieren nicht vergessen, bis zum nächsten Mal und denk daran, no paint, no gain. Du schaffst das auch.